Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video und auch in den Folgevideos zu diesem Video werden wir uns mit dem Thema Manipulation von Apps unter iOS beschäftigen. Dabei ist das Gerät ohne Jailbreak, das heißt es ist ein Standardgerät und wir werden da das eine oder andere Geheimnis von Apps entlocken. In dem heutigen Video schauen wir uns zunächst mal die Tools an, die wir dazu benötigen, wie die ausschauen, was wir bei der Einrichtung beachten müssen, und im Folgevideo werden wir dann tatsächlich mal eine App auseinandernehmen und schauen, was wir da für Geheimnisse finden. Los geht's nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Ziel, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, hallo zurück. Also, wie in der Einleitung angekündigt, schauen wir uns heute erstmal die Tools an, die wir brauchen, damit wir iOS-Apps besser auseinandernehmen können. Das erste ist Frida. Mit Frida können wir in laufende Apps einen Code injizieren und über diesen Hook, nennt sich das Ganze, können wir dann mit weiteren Tools vertiefende Analysen durchführen, auch im App-Container uns ein bisschen umsehen, aber das ist im Prinzip schon Teil vom nächsten Video. Heute schauen wir uns erstmal an, wie wir Frida installieren. Danach schauen wir uns das Tool Objection an. Mit Objection werden wir dann auch im nächsten Video dann bestimmte Manipulationen auch verursachen. Wir werden bestimmte Sicherheitsfunktionen in der App aushebeln, aber das ist, wie gesagt, auch Thema vom nächsten Video. Und wir schauen uns heute an, wie wir die PyMobileDevice 3 Bibliothek, das ist eine Python-Bibliothek, installieren, weil die ist grundsätzlich essentiell, damit wir überhaupt mit dem Gerät eine Kommunikation auf so einer Ebene herstellen können, dass das uns entsprechende Daten liefert. Wir starten mal mit Frida. Das ist die GitHub-Seite von Frida. Da haben wir einmal Frida an sich hier als Tool und wir haben nochmal separat da die Frida Tools. Für die Analyse von iOS-Apps benötigen wir beides. Und das Beste ist, wenn ihr schon eine Python 3 Laufzeitumgebung habt, dass ihr das Ganze mit pip installiert. Ich tue euch das Ganze mal hier unten den Befehl einblenden. Ganz einfach, man installiert das Ganze mit pip install Frida und Frida-Tools und dann installiert sich das Ganze. Und ja, dann hat man eigentlich schon den Grundbaustein für die Frida-Installation gelegt. Wenn man jetzt Frida ausführen möchte, wird man relativ schnell feststellen, dass Frida ein Developer-Disk-Image benötigt. Wenn ich mit iOS-Apps spiele, setze ich dabei grundsätzlich erstmal auf verschiedene Developer-Funktionen zurück. Die Developer-Funktion kann ich nutzen, indem ich meinen Analyse-Tools ein Developer-Image zur Verfügung stelle. Und das ist mittlerweile nicht mehr ganz so einfach. Das Developer-Image war bis iOS 16.4 konnte man das einfach von Apples Seite runterladen und man konnte das einbinden und konnte damit die Apps oder die iOS-Geräte entsprechend debuggen. Seit iOS 17 hat sich das Ganze verändert. Wir müssen hier ein persönliches Developer-Disk-Image erstmal generieren. Um das zu machen, schauen wir uns im weiteren Teil die PyMobileDevice 3 Bibliothek an. Aber jetzt schauen wir erst noch weiter, was wir bei Frida beachten müssen. Ja, wenn ihr Frida dann installiert habt, wird es in aller Regel sein, dass ihr direkt nach dem Start erstmal eine Fehlermeldung bekommt von Frida. Und zwar, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, dass die Frida Gadgets fehlen. Dazu ist es notwendig, dass ihr zusätzlich nach der Installation von Frida auf die Frida Release Page wechselt und dort euch im Bereich, wo haben wir es denn? So, jetzt habe ich ein bisschen suchen müssen.
unten in dem Bereich Frida Gadget eine Erweiterung laden müsst. Und zwar nutzt ihr da das Paket iOS Universal. Das ist das hier. Das ladet ihr euch einfach runter, entpackt das Ganze. So, nachdem ihr das Tool entpackt habt, müsst ihr die dynamische Bibliothekdatei, die dylib-Datei, unter dem Benutzerordner im versteckten Ordner Cache, Frida und dort dann die Gadget iOS dylib-Datei reinkopieren. Ich blende euch auch nochmal den Pfad da unten ein. Sonst auch gerne eurer Fehlermeldung entnehmen, wenn ihr auf einem anderen System als macOS wie bei mir unterwegs seid, dann müsst ihr entsprechend die Fehlermeldung anschauen und entsprechend das in eurem individuellen Benutzerpfad reinkopieren. Danach sollte dem Start von Frida grundsätzlich erstmal nichts im Wege stehen. Also, wenn Frida dann installiert ist, dann können wir uns mit dem nächsten Tool beschäftigen, und zwar ist das Objection. So, das ist die GitHub-Seite von Objection. Da läuft es im Prinzip genauso wie bei Frida ab. Am besten nimmt ihr die pip-Installation mit pip install objection, beziehungsweise ganz konkret pip3 install objection, falls ihr mehr als wie eine Python-Laufzeitumgebung im Einsatz habt. Ansonsten funktioniert auch pip install objection, weil pip normal einen Link auf pip3 hat. Ja, Objection setzt voraus, wenn es dann läuft, dass ihr zunächst davor Frida am Laufen habt, aber die Anwendung werden wir uns im nächsten Video ganz genauer anschauen. Zur Objection neben der Installation möchte ich jetzt gar nicht so weit sagen, weil da haben wir jetzt die wenigsten Vor- oder Nachbereitungsarbeiten noch zu tun. Was jetzt noch mal ein bisschen Arbeit ist, ist die Pi Mobile Device 3. Die schauen wir uns jetzt mal an. So, das ist das GitHub-Projekt von Pi Mobile Device 3. Pi Mobile Device 3 ist die Schnittstelle, die notwendig ist, damit wir dann tatsächlich auf unser iOS-Gerät zugreifen können. Dazu auch wieder mit pip install Pi Mobile Device 3 das Tool bei euch installieren. Ja, wenn Pi Mobile Device 3 läuft, ist es so, dass wir grundsätzlich das Developer Disk Image erstmal generieren müssen. Ich habe ja schon gesagt, dass bis iOS 16.4 das Developer Disk Image einfach von Apples Seite runtergeladen werden konnte, eingebunden wurde und dann gelaufen ist. Seit iOS 17 und jetzt auch unter iOS 18 und folgenden Versionen müssen wir ein persönliches Developer Disk Image erstmal erzeugen. Wie wir das machen, schauen wir uns jetzt mal an. Ja, wenn ich Pi Mobile Device 3 starte, sehe ich erstmal die ganzen Funktionen, die mir Pi Mobile Device 3 zur Verfügung steht. Das, was wir jetzt brauchen, ist das Mounten eines Developer Disk Images. Damit ich überhaupt erstmal ein Developer Disk Image mounten kann, brauche ich erstmal mein Gerät und das stecke ich jetzt hier erstmal an. So, das einfachste, um das persönliche Developer Disk Image zu mounten, ist, wir nutzen Pi Mobile Device 3 mit der Funktion Mounter und sagen hier einfach Auto Mount. So, fängt jetzt an, im Prinzip das persönliche Developer Disk Image zu mounten. Sofern das Ganze noch nicht erstellt worden ist, würde er jetzt hier das persönliche Developer Disk Image erstmal generieren. Ich habe das Ganze schon davor mal gemacht, also greift er jetzt bereits bei mir auf das vorbereitete persönliche Developer Disk Image zu und mountet das Ganze. Damit haben wir eigentlich die 3 wesentlichen Schritte erreicht, damit wir im nächsten Video dann tatsächlich die Tools ausführen können und eine erste iOS-App manipulieren können. Wir haben in diesem Video Frida installiert, die noch notwendige Konfiguration innerhalb Frida durchgeführt. Wir haben Objection installiert, da haben wir
am wenigsten Arbeit gehabt und wir haben die PyMobile Device 3 Bibliothek installiert und haben das persönliche Developer Disk Image vorbereitet. An dieser Stelle sei gesagt, dass wir im nächsten Video ja eine Manipulation von einer iOS-App durchführen. Da gibt es schon mal vorab gesagt eine kleine Einschränkung, denn wir können keine offiziellen App Store-Apps manipulieren, sondern wir können nur Apps manipulieren, die wir auch selbst signiert und über einen Sideloading-Weg installiert haben. Ich werde im nächsten Video anhand von Sideloadly als auch von Altstore kurz zeigen, wie wir eine App per Sideload installieren können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr das Video liked und meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr auch keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, drückt die Glocke.